Hallo, willkommen bei der Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran, ich bin Fahrlehrer und dein Coach. Und hier in diesem Video, da gehen wir mal die erste Fahrstunde komplett durch. Ich werde dir alles zeigen, worauf es ankommt. Alles, was du auf jeden Fall wissen musst. Ich habe dafür extra so einen Plan gemacht hier. Und da gehen wir alles durch, von den Einstellungen, die du machen musst am Fahrzeug, von der Gangschaltung, von den Lenktechniken, die es gibt, die zeige ich dir. Und das Anfahren, Anhalten, die Bremstechniken zeige ich dir auch. Es gibt 3 an der Zahl. Bleib dran, ja? Bleib bis zum Ende dran, dann werden wir das schön abhaken, was wir alles durchgenommen haben. Und das ist das erste Video unserer Videoreihe. Ich werde dir nämlich alle Fahrstunden zeigen. Okay, und hier, nicht vergessen, ne? Abonnieren und Glocke nicht vergessen, damit du nichts verpasst. Ne? Alles klar. Okay, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Let's go! Die Besonderheiten beim Einsteigen. Bevor man in das Fahrzeug einsteigt, macht es schon mal Sinn, einmal um das Auto herumzulaufen, um zu schauen, ob vielleicht irgendwelche Kratzer oder Beulen neu entstanden sind. Außerdem kannst du durch einen Blick aufs Vorderrad erkennen, ob die Räder gerade stehen oder ob die eventuell schon eingeschlagen sind. Dann bist du beim Losfahren nicht überrascht, wenn das Fahrzeug nach links oder nach rechts fährt. Und Achtung beim Öffnen der Tür. Auch hier bei den Kopfparklücken aufpassen, wenn man die Tür aufmacht, dass man das andere Fahrzeug nicht beschädigt. Oh nee, das geht gar nicht. Tür aufgerissen und das andere Fahrzeug beschädigt. Und wenn du jetzt auch noch weggehst, dann ist das Fahrerflucht. Hallo. Also, aufpassen beim Tür aufmachen, dass du das andere Fahrzeug nicht beschädigst. Denk auch für deine Mitfahrer mit. Wenn die Tür aufmachen, dass die auch das andere Fahrzeug nicht beschädigen. Okay, alles klar. So, ich zeige euch jetzt hier, wie man den Sitz richtig einstellt. Als allererstes stellst du dir die Sitzhöhe ein. Wir haben hier eine elektrische Verstellung am Sitz. Wenn du den Knopf hochziehst, dann geht die Sitzfläche nach oben oder runterdrücken nach unten. Wenn du den Knopf vorne hochziehst oder runterdrückst, dann hebst du und senkst du die vordere Sitzfläche. Es gibt ja auch manuelle Sitzeinstellungen. Hier zum Beispiel ist ein Hebel dran, wenn du den nach unten pumpst, dann geht der Sitz nach unten. Wenn du den Hebel nach oben ziehst und nach oben pumpst, dann geht der Sitz nach oben. Wir sollten so hoch sitzen wie möglich. Aber zwischen Himmel und Kopf sollte mindestens eine Faustbreite dazwischen passen. Bei vielen Autos ist es so, dass da noch mehr Luft ist. So hoch wie möglich für einen besseren Überblick. Aber nicht so hoch, dass man mit dem Kopf an die Decke stößt. Sonst kriegt man Kopfschmerzen während der Fahrt. Und wenn man zu niedrig sitzt, dann sieht man ja nichts. Du solltest schon mit dem Kinn ungefähr in Lenkradhöhe sein. Daran kannst du dich auch orientieren. Jetzt stellen wir uns den Sitz in Längsrichtung ein, also vor und zurück. Da gehen wir nach dem Kupplungspedal. Wenn du das Kupplungspedal voll durchtrittst, darf das Bein nicht ausgestreckt sein. Da entsteht Verletzungsgefahr bei Auffahrunfällen. Da das Bein ausgestreckt ist, kannst du dir bei einem Auffahrunfall die Gelenke brechen. Und das tut weh. Bei der elektrischen Verstellung kannst du hier an dem Knopf den Sitz nach vorne schieben oder nach hinten. Bei der manuellen Sitzeinstellung, da hast du meist rechts unten einen Hebel, dann kannst du den Sitz nach hinten oder nach vorne schieben. Also schieben wir uns den Sitz etwas weiter vor. Denn wenn du die Kupplung dann durchdrückst, dann muss das Bein leicht angewinkelt sein. Noch ein bisschen weiter. So sieht's doch gut aus. Achte darauf, wenn du die Kupplung durchgetreten hast, dass du nicht mit dem Oberschenkel so einen heftigen Druck auf den Sitz ausübst. Wenn du die Einstellung am Sitz hast, dann kannst du ihn im vorderen Bereich etwas senken. Kommen wir nun zur Rückenlehne. An dem Knopf kannst du dir die Rückenlehne einstellen. Oder an diesem Rädchen. Streckst du die Hand aus und legst sie auf das Lenkrad darauf, dann sollte das Lenkrad am Handgelenk entlang gehen.
Wenn du dann die Hände ans Lenkrad nimmst, dann sind die Arme leicht angewinkelt. Genauso wie mit dem Bein. Denn die Arme sollten auch nicht ausgestreckt sein, weil sonst besteht da auch die Verletzungsgefahr bei einem Auffahrunfall. Hier dieses Drehkreuz ist für die Lordosenstütze. Das ist eine Stütze im unteren Rückenbereich. Die dient zur Entspannung des Rückgrats. Das ist für lange Autofahren ganz gut. Wenn du hier genau hinschaust, dann kannst du erkennen, wie sich das bewegt an dem Rücksitz. Es geht raus, rein, hoch und runter. Jetzt kannst du dir die Kopfstütze einstellen. Die kannst du rausziehen und absenken. Manche Kopfstützen kann man auch etwas nach vorne neigen. Sie dient zur Verminderung von Verletzungen bei Unfällen. Sie fängt den Kopf bei plötzlicher Fahrzeugbewegung ab. Damit wird die Krafteinwirkung auf die Wirbelsäule verringert. Stell sie dir bündig mit dem Kopf ein oder in Scheitelhöhe, damit sie genau hinter deinem Kopf ist. Achte darauf, dass du während der Fahrt nicht mit dem Kopf an der Kopfstütze anliegst. Dazwischen muss Platz sein. Jetzt stellen wir uns das Lenkrad ein. Wir müssen es erstmal entriegeln. Hier ist unter dem Lenkrad ein Hebel, den drückt man nach unten. Es gibt den auch bei manchen Modellen an der Seite. Jetzt kann man das Lenkrad bewegen, in der Höhe, und du kannst es auch rausziehen und reindrücken. Das geht aber nicht bei allen Modellen. Stell dir das in der Höhe so ein, dass du dein ganzes Display siehst, dass nichts verdeckt wird vom Lenkrad. Und nicht vergessen, wieder verriegeln. Unten oder an der Seite. So, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir uns den Sitz eingestellt und jetzt können wir uns die Spiegel einstellen. Nicht umgekehrt. Fang nicht mit den Spiegeln an. Stell dir vor, du steigst ins Auto ein und stellst dir die Spiegel ein. Ja, wunderbar. Passt alles? Okay. So, oh, der Sitz passt ja gar nicht. Stellst du den Sitz ein, so, dann guckst du in die Spiegel, passt wieder nicht, musst du die Spiegel wieder einstellen. Also immer erst den Sitz einstellen und dann die Spiegel einstellen. Okay, auf geht's. Ja, na dann. So, jetzt können wir den Innenspiegel einstellen. Den nimmst du am besten am Rahmen, den kannst du links und rechts bewegen. Du kannst ihn hoch und runter bewegen. Es geht meist etwas schwer, aber es geht. Stell ihn dir so ein, dass du die ganze Heckscheibe im Spiegel siehst. Sie passt in der Regel genau da rein. Achte bitte darauf, dass du nicht auf das Glas touchst, dann hast du immer die Fingerabdrücke auf dem Glas. Dein Fahrlehrer wird sich freuen. Also wie gesagt, immer am Rahmen anfassen. Jetzt kommen die Außenspiegel dran. Hier haben wir eine elektrische Außenspiegelverstellung. Drückst du den linken Knopf, kannst du den linken Außenspiegel einstellen, und wenn du den rechten Knopf drückst, dann kannst du den rechten Außenspiegel einstellen. In der Mitte hast du das Steuerkreuz und damit kannst du den Spiegel bewegen. Drückst du nach links, geht der Spiegel nach links, drückst du nach rechts, geht er nach rechts, drückst du nach vorne, geht er hoch, und ziehst du den Hebel zurück, dann geht er runter. Das Ganze geht natürlich auch auf der rechten Seite. Die Steuerung kann auch so aussehen. So ein runder Knopf, den dreht man dann erstmal nach links, kann man den auch bewegen. Wenn du den Knopf nach rechts drehst, kannst du den rechten Außenspiegel einstellen. In der Mitte ist übrigens die Außenspiegelheizung, damit die nicht beschlagen. Die Steuerung kann auch so aussehen. Aber wie stellt man sie richtig ein? Nehmen wir mal den linken Außenspiegel. Also ich drücke den linken Knopf. Und dann müssen wir noch etwas nach links, denn wir sehen zu viel vom Auto. Jetzt noch ein bisschen nach oben. So sieht es doch schon nicht schlecht aus. Man sollte ungefähr in der Mitte die Teilung haben. Oben den Himmel, unten die Erde. Und an der Seite siehst du dann ein bisschen noch was von deinem Auto.
Wenn man da jetzt keine Straße sieht im Außenspiegel, weil man irgendwie anders geparkt hat vor einer Einfahrt oder so, dann kannst du dich am Türgriff orientieren. Der sitzt meistens hier in der Ecke ganz gut. Aber das kann auch vom Fahrzeugmodell variieren. Oh, hallo, da bin ich wieder. Ja, nur ganz kurz. Stell dir den Außenspiegel bzw. beide Außenspiegel und den Innenspiegel richtig gut ein. Nicht nur wegen dem Fahrstreifenwechsel, den du dann später durchführen musst, sondern auch beim Parken hilft es dir dann. Okay, das wollte ich eigentlich nur sagen. Okay, bis dann. So wäre der Spiegel falsch eingestellt, viel zu hoch. Du siehst ja nur Himmel, gar nichts von der Erde. So ist er auch falsch eingestellt. Da siehst du viel zu viel vom Auto, zu wenig von der Straße. Stelle den Spiegel immer perfekt ein. Wir schnallen uns an. Was soll da schon schief gehen? Hm? Hat doch bestimmt jeder schon mal gemacht. Einrasten, bis Klick macht. Festziehen, damit der Gurt unten am Bauch auch anliegt. Das ist wichtig. Warum, fragst du dich? Guck mal, wenn du an dem Gurt da oben etwas kräftiger ziehst, dann rastet er ein. Er funktioniert. Das ist unsere Lebensversicherung. Dafür ist er da. Das ist seine Aufgabe. Liegt der Gurt nicht eng am Körper an und du ziehst da oben, was passiert? Ups, der rastet nicht ein. Der Gurt hat keine Funktion. Damit hast du auch keine Rettung bei einem Unfall. Er sitzt viel zu locker. Das ist viel zu gefährlich, denn so geht dein Oberkörper bei einem Auffahrunfall so weit nach vorne, dass du aufs Lenkrad aufschlagen kannst. Und die Verletzung ist vorprogrammiert. Also Gurt immer eng am Körper tragen. Darum. Achte auch darauf, dass du ihn nicht verdrehst. Denn damit kannst du dich beim Unfall auch verletzen. In vielen Fahrzeugen kannst du den Gurt auch in der Höhe einstellen. Richtig eingestellt ist er, wenn der Gurt über die Schulter führt. Zu hoch ist er, wenn er am Hals entlang geht. Und zu niedrig, wenn er am Schultergelenk entlang geht. Dadurch hast du auch hohe Verletzungsgefahren. Ja, so sitzt er richtig. Schön über die Schulter. Übrigens ist es ein 3-Punkt-Gurt, weil er nämlich an 3 Punkten am Fahrzeug gesichert ist. Hier oben an der B-Säule, unten an der B-Säule und als drittes am Sitz dran. Der 3-Punkt-Gurt. So, damit haben wir uns alles eingestellt. Hier bin ich noch mal kurz. Was ich noch sagen wollte, achte darauf, dass alle angeschnallt sind im Auto. Auch der Beifahrer und die Mitfahrer hinten. Ja? Und der Prüfer auch mal ein bisschen darauf achten, dass der Prüfer dann auch bei der Prüfung angeschnallt ist. Weil du bist der verantwortliche Fahrzeugführer. Du musst darauf achten. Und hinten kostet es genauso viel Strafe wie vorne. Alles klar, das wollte ich nur sagen. Weiter geht's. Bevor wir den Wagen starten, sollten wir den Unterschied kennen zwischen Zündung einschalten und das Anlassen des Motors. Je nach Modell gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Wagen zu starten. Mit einem Startknopf ohne Schlüssel, beim sogenannten Keyless Go, muss sich der Schlüssel im Fahrzeug befinden. Dann kann man mit dem Startknopf den Motor anlassen. Der elektronische Schlüssel wird ins Zündschloss gesteckt und man muss ihn je nach Fahrzeughersteller drehen oder drücken, um den Wagen zu starten. Und der klassische Schlüssel wird ins Zündschloss gesteckt und gedreht. Hallo. Was ich noch sagen wollte, ich erkläre dir jetzt hier die verschiedenen Möglichkeiten, den Wagen zu starten. Du wirst bestimmt auch verschiedene Autos fahren in deinem Leben. Keyless Go zum Beispiel oder hier mit dem normalen Zündschloss.
Und wichtig für die Prüfung ist es auch zu wissen, was der Unterschied ist zwischen Zündung einschalten und Motor anlassen. Weil der Prüfer kann zu dir sagen, ja, machen Sie mal die Zündung an. Sagen Sie mir mal, was die Kontrollleuchten da bedeuten. Ja, und dann wäre es schon gut zu wissen, was bedeutet, wie geht die Zündung an. Alles klar, okay. Dann viel Spaß, weiter geht's. Tschüss. Drückst du den Startknopf ohne Kupplung oder bei Automatikfahrzeugen ohne Bremspedal, dann ist die Zündung eingeschaltet. Das bedeutet, dass alle elektrischen Verbraucher aktiv sind, wie zum Beispiel die Fensterheber, das Radio, die elektrisch verstellbaren Außenspiegel und alle Kontrollleuchten leuchten kurz auf. Drückst du zunächst die Kupplung oder bei Automatikautos die Bremse und drückst dann auf den Startknopf, dann springt der Motor an. Das nennt man das Anlassen des Motors. Beim klassischen Schlüssel gibt es ebenfalls diese Stufen. 1 die Zündung und 2 das Anlassen. Einige Modelle haben 3 Stufen. 1 Radio an, zweite Stufe Zündung an und bei der dritten Stufe Anlassen des Motors. So sieht das Ganze aus. Steckst du den Schlüssel ins Schloss und drehst ihn in die erste Stufe, dann ist die Zündung eingeschaltet. Und du kannst dir zum Beispiel die Außenspiegel einstellen. Drehst du weiter und hältst kurz fest, dann geht der Motor an. Danach Schlüssel loslassen, der Motor läuft. Drehst du zurück, ist der Motor aus. Drückst du den Startknopf ohne Kupplung oder ohne das Bremspedal bei Automatikautos, dann ist erstmal nur die Zündung an. Die Kontrollleuchten leuchten kurz auf und einige bleiben an. Wir nehmen hier in diesem Teil noch nicht alle Kontrollleuchten durch, das kommt dann im Technikteil. Doch einiges solltest du jetzt schon wissen. Dein Tacho zeigt dir die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde an. Der Drehzahlmesser zeigt an, wie schnell sich der Motor dreht. Das nimmt man hier mal 1000 pro Minute. Und die Handbremse ist noch angezogen. Das zeigt dir diese Kontrollleuchte an. Auf der linken Seite hast du den Blinkerhebel oder auch Fahrtrichtungsanzeiger. Drückst du ihn nach oben, dann blinkst du nach rechts. Drückst du ihn nach unten, dann blinkst du nach links. Das kannst du dir ganz leicht merken. Drehst du das Lenkrad nach rechts und würdest dann den Blinker dabei anmachen, dann bewegt sich der Blinkerhebel mit der Lenkrichtung nach oben. Wenn du nach links drehst, würde sich der Blinker auch mit nach unten bewegen. Benutze beim Ein- und Ausschalten den Mittelfinger und den Ringfinger und halte die Hand am Lenkrad, so funktioniert es am besten. Nimm nicht die Hand an den Blinker und rühr da rum. Dann könntest du aus Versehen das Fernlicht oder die Lichthupe einschalten. Das erkennst du an der blauen Kontrollleuchte und damit blendest du die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Blinker hat meist noch eine Komfortfunktion. Wenn man ihn leicht antippt, ohne dass er einrastet, dann blinkt er 3-mal statt nur einmal. Dies könnte auch etwas verwirrend sein. Wenn man den Blinker ausmachen möchte und zu feste da drauf drückt, dann blinkt er in die andere Richtung. Und wenn man dann versucht, ihn auszuschalten, blinkt man wieder in die gegengesetzte Richtung. Das geht dann so hin und her. Geht gar nicht. Pass auf, dass du den Blinkerhebel immer mit viel Gefühl betätigst, damit es nicht aus Versehen in die andere Richtung blinkt. Wenn man etwas stärker einlenkt und dann zurücklenkt, dann geht der Blinker von alleine aus, zum Beispiel beim Abbiegen. Das funktioniert bei allen Fahrzeugen. Lenkst du über einen gewissen Punkt hinaus, dann macht es Klick und wenn du dann wieder zurücklenkst, geht der Blinker aus. Wenn man nur leicht einlenkt, dann geht er nicht aus, wie zum Beispiel bei einem Fahrstreifenwechsel. Dann musst du ihn selbst ausschalten.
Gefährlich könnte es werden, wenn du es vergisst. Kommt da rechts ein Fahrzeug aus der Seitenstraße, könnte der Fahrer denken, dass du da rein abbiegen möchtest. Und er fährt dann raus. Deswegen rechtzeitig ausschalten, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Diese Kontrollleuchte zeigt uns an, dass die Handbremse oder Feststellbremse noch angezogen ist. Um sie zu lösen, müssen wir die Bremse drücken. Bei der elektronischen Feststellbremse muss man dafür einen Knopf entweder drücken oder ziehen, je nach Ausführung. Hier muss der Knopf gedrückt werden. Dann geht die Kontrollleuchte aus. Um die mechanische Bremse zu lösen, musst du an den Hebel den Knopf reindrücken. Das geht aber nur, wenn du den Hebel erstmal hochziehst. So funktioniert es. Dann kannst du die Handbremse lösen. Ziehst du die Handbremse ohne Knopf nach oben, dann hört man, wie sie einrastet. Je höher, desto fester ist die Bremse. So, hier kommen zum Thema Lenken. Ganz wichtiges Thema, wie darfst du lenken, wie darfst du nicht lenken, wie muss man das Lenkrad halten. Und auch das Lenken bereitet vielen Fahrschülern etwas Schwierigkeiten, bedarf es etwas an Übung, ne? Aber da komme ich später nochmal dazu. Okay, dann auf geht's. Gut. So, fangen wir gleich mit der richtigen Lenkradhaltung an. Die Position von den Händen ist 8:45, wenn wir das mit einer Uhr vergleichen würden. Das wäre keine gute Haltung. Und so sollte man das Lenkrad auch nicht festhalten. Dies ist die sicherste Position, denn so hast du es gut im Griff und kannst auch bei heiklen Situationen in beiden Richtungen ausweichen. Das Lenkrad ist ergonomisch geformt. Man kann mit den Daumen da reingreifen oder auch oben drauf legen. Achte darauf, dass du dich nicht so verkrampft am Lenkrad festhältst. Halte es entspannt, locker, aber mit dem nötigen Druck in der Hand. Wichtig, entspann dich immer wieder, mach dich locker. Es gibt zwei Lenktechniken. Man kann übergreifen, das bietet sich an, wenn man stark einlenken muss. Da musst du mit der kurvenäußeren Hand anfangen zu lenken, das ist hier in diesem Beispiel die rechte Hand. Sobald du etwa bei 11 Uhr bist, musst du mit der linken Hand übernehmen und die rechte Hand wieder auf die rechte Seite nehmen. Somit liegst du dann wieder auf der Position 8:45. Das kannst du schön üben, indem du das paar Mal wiederholst, damit du ein Gefühl für die Lenkung bekommst. Wechsle die Hände im oberen Lenkradbereich, wie hier eingezeichnet. Oh, jetzt müsst ihr das üben. Immer links fahren, rechts fahren, rechts fahren, bis es richtig sitzt. Oh, oh. So, genug geübt. Die zweite Lenktechnik ist das Vorgreifen. Du schiebst das Lenkrad wieder mit der kurvenäußeren Hand, greifst mit der anderen Hand neben die und ziehst das Lenkrad weiter. Das sieht so aus. Ganz easy. Diese Lenktechnik macht Sinn, wenn man nicht so stark einlenken muss, zum Beispiel bei einer Kurve. Das üben wir jetzt auch ein bisschen. Krall dich bloß nicht am Lenkrad fest, als ob es abfallen könnte. So kommst du nicht weit. Geht gar nicht. Wir dürfen auch nicht mit einer Hand lenken. Das sogenannte Tellerwaschen. Und auch nicht ins Lenkrad reingreifen.
Halte das Lenkrad immer von außen fest. Wenn du um die Kurve fährst und abgebogen bist, dann kannst du das Lenkrad durch die Hände gleiten lassen. Wir wiederholen das nochmal. Hier nochmal. Ich greife über, dann lasse ich das Lenkrad durch die Hände gleiten. Das geht von alleine wieder zurück. Das funktioniert auch bei jedem Fahrzeug. Funktioniert aber nicht im Stillstand. Hallo, hier bin ich nochmal kurz. Hier, wenn du das hinkriegst, das Lenkrad durch die Hände zurückgleiten zu lassen, ja, das ist echt gut. Es kostet zwar etwas Überwindung, ne, bis man das hinkriegt, ja, aber wenn du es dann drauf hast, ist es dann richtig gut. Übergreifen, dann zurückgleiten lassen, also nicht die Hände wegnehmen. Die Hände müssen schon am Lenkrad dranbleiben. Nur ganz locker lassen, damit sich das Lenkrad von alleine zurückdreht. Probier das aus. Wie gesagt, es kostet ein bisschen Überwindung, aber wenn du es mal ausprobiert hast und wenn es mal funktioniert hat, top. Alles klar, weiter geht's. Es ist sehr praktisch und sieht gut aus. Achte darauf, dass du beim Rechtsabbiegen immer weit rechts bleibst, denn links neben uns muss immer ausreichend Platz für den Gegenverkehr sein. Wenn man nicht früh genug einlenkt, entfernt man sich zu weit vom Bordstein. Das könnte problematisch mit dem Gegenverkehr werden. Kommt dir hier ein Auto entgegen, stehst du voll im Weg. Um immer sauber um die Kurve zu kommen, ohne mit dem Hinterrad über den Bordstein fahren, bedarf es etwas Übung. Denn die Fahrzeugabmessung ist anfangs schwer abzuschätzen. Das kann nur funktionieren, wenn du dir deine optimale Blickführung antrainierst, denn der Blick leitet dich durch die Straßen. Folge mal dem Punkt. Orientier dich erstmal an der Bordsteinkante. Schau weit in die Straße rein, soweit es geht nach vorne, so viel du sehen kannst. Auch dann wieder auf deinen Fahrstreifen achten, weit nach vorne schauen. Und da fährst du auch dann hin. Hier nochmal das Gleiche. Orientier dich an der Bordsteinkante, guck weit in die Straße rein, soweit es geht. Wieder weit nach vorne gucken. Und du fährst geradeaus. Nur so funktioniert es. Beim Linksabbiegen müssen wir im großen Bogen abbiegen, damit wir nicht in den Gegenverkehr kommen. Wir fahren immer auf der rechten Seite und das machen wir auf dem kürzesten Weg. Lenkt man zu früh ein, kommt man dem Gegenverkehr zu nah. Eine Weiterfahrt kann dadurch verhindert werden. Oh Mann, jetzt muss man zurückfahren. Ein No-Go. Hier in so engen Straßen ist es besonders wichtig, einen großen Bogen zu fahren, da es ja nicht so viel Platz gibt. So läuft's. Top. Der Gegenverkehr hat genug Platz. Eine Weiterfahrt ist locker möglich. Achte auf den Blick. Wohin du guckst, dahin fährst du auch. Folge dem rechten Fahrbahnrand, deinem Fahrstreifen, und wenn du nach links abbiegen willst, guckst du weit nach vorne, dahin, wo du hinfahren möchtest. Nicht direkt vors Auto glotzen, weit nach vorne gucken. Hier am rechten Fahrbahnrand entlang fahren, damit auch der Gegenverkehr dann genug Platz hat, um vorbeizukommen. So, dann üb die Lenktechnik, die Blickführung, damit du locker durch die Straßen kommst. So, okay, jetzt haben wir die Lenktechniken hinter uns. Ne? Jetzt weißt du, wie man lenken sollte, wie man nicht lenken darf. Und es erfordert halt ein bisschen Übung, damit man hier sauber um die Kurve kommt, dass du genau hier rechts um die Kurve neben dem Bordstein rauskommst, dass du nicht über den Bordstein fährst oder nicht zu weit weg vom Bordstein bist und links im großen Bogen abbiegst. Wie gesagt, das braucht ein bisschen Übung.
Es kommt auch oft vor, dass man am Anfang noch zu weit rechts fährt, zu weit links fährt, viele Lenkbewegungen macht, wenn man einfach nur geradeaus fährt. Das ist auch normal, da musst du auf deinen Blick achten, guck weit nach vorne, dass du schön sauber in deiner Spur fahren kannst. Lenkrad schön locker halten, mach dich locker, ne? Bloß nicht verkrampfen, dann wird das alles hier so wackelig und so. Es muss nicht beim ersten Mal klappen. Das ist nicht normal, das ist schon überdurchschnittlich, wenn bei der ersten Fahrstunde das Lenken komplett hinhaut. Also keine Angst, das ist ganz normal, wenn man da ein paar mehr Fahrstunden dafür braucht. Ganz normal, keine Angst. Okay, und jetzt kommen wir gleich zur Gangschaltung. Gangschaltung, wie du schalten solltest, damit du dich nicht verschaltest. Und ich zeige dir auch die Automatikschaltung, wie das funktioniert. Okay, alles klar. Weiter geht's. Die Gangschaltung, die schauen wir uns heute genauer an. Der Leerlauf befindet sich immer zwischen dem 3. und 4. Gang. Egal, ob man ein Schaltfahrzeug mit 6 Gängen, mit 5 Gängen oder mit 4 Gängen fährt. Bevor man schaltet, muss man das Kupplungspedal voll durchtreten. Drückst du den Schalthebel ein bisschen nach links und lässt los, dann kommt er wieder zurück. Er springt automatisch wieder in Leerlauf. Genauso ist es auf die rechte Seite. Also man kann den nach links und nach rechts bewegen. Wenn du ihn loslässt, bist du wieder im Leerlauf. Hallo, ich bin's nochmal, kurz. Was ich noch sagen wollte hier, wenn die Gangschaltung hier im Leerlauf ist, ja, dann hat der Motor und die Räder, die haben keine Verbindung. Dann kannst du nicht fahren. Also der Gang muss eingelegt sein und die Kupplung gelöst sein, damit das Auto überhaupt fahren kann. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen, weil so viel über den Leerlauf gesprochen wird. Okay, bis später. Drückst du den Hebel nach links und dann nach vorne, dann befindest du dich im 1. Gang. Wenn du den Hebel aus dem Gang rausdrückst, springt er automatisch wieder in den Leerlauf. Wenn ich nach links und zurückziehe, dann befinde ich mich im 2. Gang. Und wenn ich den Schalthebel ein Stück nach vorne drücke, springt er wieder in den Leerlauf. Man braucht also nicht viel Kraft, um zu schalten. Vorne befinden sich die ungeraden Zahlen und hinten befinden sich die geraden Zahlen. So kann man sich die Gänge leicht merken. Wenn man schaltet, geht man gedanklich immer vom Leerlauf aus. Wenn du nach links drückst, dann fühlst du so eine Wand, so einen Widerstand. Und wenn du nach vorne drückst, bist du automatisch im 1. Gang. In den Rückwärtsgang kommt man nicht so leicht. Das zeige ich euch später. Da muss man etwas tun, um da reinzukommen. Also im Gedanken immer vom Leerlauf ausgehen. Ich möchte in den 1., also drücke ich nach links bis zum Anschlag und dann nach vorne. Da bin ich im 1. Gang. Wenn ich den Hebel nach links gedrückt halte und zurückziehe, dann befinde ich mich im 2. Gang. Aber Vorsicht, wenn ich den Hebel nicht nach links drücke, dann springt er automatisch in den Leerlauf. Und wenn ich dann zurückziehe, dann komme ich nicht in den 2., sondern in den 4. Gang. Ups, verschaltet. Also der Leerlauf ist doch zwischen dem 3. und 4. Gang. Und man schaltet genau so, wie es da aufgezeichnet ist. Du musst nach links und zurückziehen, dann bist du im 2. Gang. Vom 2. in den 3. Ich schubse den Gang nach vorne, er springt in den Leerlauf. Und dann schubse ich ihn wieder nach vorne, dann bin ich im 3. Gang. Und wenn ich den Hebel einfach nur zurückziehe, über den Leerlauf hinaus, komme ich in den 4. Gang. Ich schubse ihn wieder in den Leerlauf. Dann kann ich die nach rechts drücken und nach vorne. Dann bin ich im 5. Gang. Den Schalthebel muss ich jetzt nach rechts gedrückt halten und zurückziehen. Und dann komme ich auch in den 6. Gang. Und wieder rausschubsen in den Leerlauf. Ich gebe euch einen Tipp. Macht Trockenübung im Stillstand. Das müsst ihr nicht während der Fahrt machen. Schalte alle Gänge durch, von 1. bis zum 6. und auch wieder zurück. Und auch mal Gänge überspringen. Von 2 in 4, von 3 in 1. Üben, üben, üben. Achtet darauf, dass ihr immer mit Gefühl schaltet, nicht da rumrühren und kräftig mit der Gangschaltung umgehen. Die ist sehr empfindlich. So kann man sich leicht verschalten. Es passieren oft Schaltfehler. Wenn man zum Beispiel vom 2. Gang in den 3. schalten möchte und dann etwas nach rechts drückt, dann landet man in den 5. Gang. Oh no.
Ups, verschaltet. Also einfach rausschubsen, er springt in den Leerlauf und wieder nach vorne schubsen. Dann bin ich im dritten Gang. Ganz locker. Er geht von alleine in den dritten Gang, wenn du ihn lässt. Falls der Gang mal nicht reingeht, in den Leerlauf schalten, die Kupplung einmal loslassen und wieder reindrücken und dann geht der Gang rein. Achte ganz besonders darauf, dass du beim Schalten nach vorne guckst. Nicht runter gucken auf die Schaltung, blind schalten, Augen auf die Fahrbahn. Der Rückwärtsgang, der befindet sich jetzt hier bei diesem Fahrzeug links vorne. Er könnte sich aber auch an einer anderen Stelle befinden. Um in den Rückwärtsgang zu kommen, muss man irgendwas tun. In diesem Fall muss man den Hebel etwas kräftiger nach links drücken und dann gelangst du in den Rückwärtsgang. Bei diesem Fahrzeug musst du den Hebel nach unten drücken, um in den Rückwärtsgang zu kommen. Und hier muss man diesen Ring nach oben ziehen, um in den Rückwärtsgang zu kommen. Hallo, da bin ich wieder. Ja, hier, merkt euch das bloß gut mit dem Rückwärtsgang. Von wegen die eine Möglichkeit voll nach links zu drücken, das ist meistens bei BMWs so. Oder bei Mini zum Beispiel ist es auch so, Mini Cooper. Oder den Hebel hochziehen, den kann man auch komplett hochziehen, um in den Rückwärtsgang zu kommen. Bei Mercedes zum Beispiel. Oder diesen Hebel hochziehen, hier den Ring. Bei dieser Schaltung hier zum Beispiel, da gibt es manchmal auch so einen richtigen Ring, den zieht man hoch und dann kann man in den Rückwärtsgang kommen. Ich hatte schon hier einen Anruf von ehemaligen Fahrschülerin, die stand im Parkhaus und hat einen Mietwagen gehabt und wusste nicht, wie der Rückwärtsgang reinging, weil sie das nicht wusste, ne, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gab. Also merkt euch das bloß gut, gell? Ansonsten ruft mich an, ne, wenn ihr irgendwo im Parkhaus steht oder so. Alles klar, weiter geht's. Die Automatikschaltung. Bei der Automatikschaltung, da hast du andere Funktionen. Und zwar hast du das P, das steht für Parken. Wenn du auf P stehst, dann greift eine mechanische Bremse im Getriebe, die verhindert, dass das Fahrzeug wegrollt. Wenn du das Auto parkst, dann musst du es immer auf P stellen. R für Rückwärtsfahren, N für Neutral oder Leerlauf und D für Drive, also Vorwärtsfahren. Und S steht für Sport. Da schaltet das Automatikgetriebe später hoch. Da kann man schneller beschleunigen. Man kann hier auch manuell schalten, wenn man den Hebel nach rechts drückt. Da steht Plus und Minus. Da kannst du, wenn du nach vorne drückst, hochschalten. Wenn du zurück drückst, runterschalten. Und man muss dabei keine Kupplung betätigen. Das Automatikfahrzeug hat ja auch keine. Manchmal gibt es auch so zusätzliche Schaltpositionen, wie zum Beispiel Gänge 1, 2 und 3. Damit kann man vorwählen, bis zu welchem Gang das Automatikauto schalten soll. Steht es auf 1, bleibt es im ersten Gang. Wenn du auf 2 drückst, dann schaltet es bis zum zweiten Gang und wenn du auf 3 stellst, schaltet das Automatikgetriebe bis zum dritten Gang. Das ist sehr nützlich bei längeren Bergabfahrten. Damit kannst du die Motorbremse auch beim Automatikauto benutzen. Um den Wagen zu starten, muss der Hebel entweder auf N oder auf P stehen. Auf D geht das nicht. Und starten kannst du den auch dann nur, wenn du die Bremse vorher durchdrückst. Aber der Schalthebel bewegt sich immer noch nicht, denn es gibt an dem Hebel noch eine Entriegelung. Das ist hier der Knopf, den muss man drücken, um schalten zu können, damit man nicht aus Versehen in den Parkmodus oder in den Rückwärtsgang kommt. So, jetzt steht er auf R, dann muss ich wieder den Knopf drücken, um auf N zu kommen. Um von N auf D zu schalten und umgekehrt, da muss ich keinen Knopf drücken, denn da gibt es keine Sicherung. Zwischen Neutral und D kann man hin und her schalten. Zum Beispiel, wenn man an einer Ampel steht oder wenn man in die Waschanlage fährt, muss man auf N stellen. Auch hier auf dem Display kannst du erkennen, in welchem Gang du dich befindest. M steht für manuelles Schalten. Wenn ich den Hebel wieder nach links drücke, dann bin ich auf D. Wenn ich ihn zu mir ziehe, komme ich in den Sportmodus. Drücke ich ihn nochmal zu mir,
bin ich wieder auf Drive. So, jetzt haben wir das Thema Gangschaltung komplett durchgenommen, auch die Automatikschaltung. Und mit der Gangschaltung hier übt es schön, ne? Im Stillstand, in Trockenübungen. Da sitzt du im Auto, nicht vergessen, ne, was ich gesagt habe, guck schön nach vorne, wenn du schaltest, nach vorne gucken und dann blind schalten, links, vorne, erster Gang, links, zurück, zweiter Gang, Leerlaufschubs nach vorne, dritter Gang, vierter Gang, Leerlauf, rechts, vorne, fünfter Gang, rechts nach hinten, sechster Gang. Und schön Gänge überspringen, mal von sechsten in den dritten, ja, schön mal durcheinander mal schalten. Gezielt schalten, üben, im Stillstand, wenn das Auto steht, nicht während der Fahrt. Ja, im sechsten Gang, dann musst du ja auf der Autobahn fahren, ne? Kannst ja nicht in der ersten Fahrstunde auf die Autobahn fahren. Schön im Stillstand üben, blind schalten, damit es da ganz locker geht. Von wegen locker, ne? Du merkst, Autofahren hat viel mit Gefühl zu tun, ne? Okay, machen wir gleich weiter. Wir fahren los und halten an. Anfahrübungen, zeig dir, wie es geht. Und Bremstechniken, es gibt verschiedene Bremstechniken, ne? Zeige ich dir auch. Alles klar, weiter geht's. Wir fahren los. Und das geschieht bei einem Schaltfahrzeug mit der Kupplung. Das linke Pedal, das ist unser Kupplungspedal. In der Mitte haben wir übrigens die Bremse und rechts das Gaspedal. So, wir treten jetzt erstmal das Kupplungspedal rein. Achte darauf, dass die Fußzehen und der Fußballen das Kupplungspedal bedecken. Tritt die Kupplung immer voll durch bis zum Anschlag. Dann starten wir den Motor. Dann legen wir den ersten Gang ein. Trainiere es dir an, dass du zügig den Schleifpunkt findest. Und halt den fest, bis der Wagen ca. 10 km/h fährt. Dann kannst du die Kupplung langsam loslassen und den Fuß nebendran stellen. Drückst du die Kupplung rein, dann kannst du bremsen und stehen bleiben. Erst wenn du in Leerlauf schaltest, kannst du im Stand die Kupplung loslassen. Ansonsten musst du sie gedrückt halten. Du merkst, dass du am Schleifpunkt bist, wenn die Kupplung leicht vibriert. Bei manchen Fahrzeugen geht die Drehzahl ein wenig hoch. Das Auto fährt langsam los. Du bist am Schleifpunkt. Hallo, ich bin's nochmal. Ganz kurz. Also die Betonung liegt auf langsam. Das Auto fährt ganz langsam. Maximal 10 km/h pro Stunde. Erst wenn du jetzt Gas dazu gibst, dann fährt es schneller. Aber wenn du schneller losfahren willst, dann musst du zum Schleifpunkt schon Gas dazugeben. Das zeige ich dir gleich. Zunächst ist es aber wichtig, dass du weißt, wie du die Füße an den Pedalen positionierst. Weil das macht auch einen großen Unterschied, wie das Auto dann losfährt. Ja? Das zeige ich dir jetzt. Okay, bis später. Wenn du dir den Schleifpunkt suchst, könntest du den Fuß in der Luft halten und wenn der Wagen losgefahren ist, dann langsam loslassen. Es ist vielleicht etwas anstrengend und erfordert viel Übung, den Fuß so in der Luft zu halten. Du kannst auch die Ferse auf dem Boden langsam zurückziehen, um den Schleifpunkt zu finden. So ist es leichter, den Fuß ruhig zu halten. Wenn der Wagen losgefahren ist, kannst du langsam den Fuß von der Kupplung nehmen. Achte aber darauf, dass die Ferse nicht fest auf dem Boden liegt, denn dann könnte die Fußspitze nach oben rutschen. Das Kupplungspedal wandert immer weiter zur Fußmitte. Wenn du jetzt wieder die Kupplung reintreten musst, weil du wieder anhalten musst, dann liegt nicht mehr die Fußspitze und der Fußballen auf dem Pedal. Der Fuß ist nach oben gerutscht. Wenn du die Ferse jetzt wieder unten ablegst und die Kupplung langsam löst, rutscht das Kupplungspedal wieder weiter runter. Und wir haben das gleiche Problem. Du kannst dann die Kupplung nicht mehr richtig durchtreten. Achte darauf, dass du mit der Ferse von dem rechten Fuß immer auf dem Boden liegst. Das ist sehr wichtig. Egal, ob du Gas gibst oder die Bremse drückst. Positioniere den Fuß am besten so, dass du ihn nicht viel bewegen musst. Und ganz sanft mit dem Fußzeh Gas geben oder bremsen. Gas und Bremse sind sehr empfindlich und erfordern nur wenig Druck mit viel Gefühl. Wenn die Ferse dann nicht auf dem Boden liegt, dann machst du eine sehr starke Bremsung. Um schneller loszufahren, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Sobald du am Schleifpunkt bist, gibst du rechts etwas Gas dazu und der Wagen fährt schneller los.
Denk dran, die Kupplung am Schleifpunkt so lange halten, bis er losgefahren ist. Sonst geht er dir aus. Es gibt noch die Möglichkeit, zuerst ein wenig Gas geben, dann mit dem Schleifpunkt anfahren. Die Drehzahl, die geht schon etwas hoch, weil ich etwas Gas gebe, bevor ich den Schleifpunkt gefunden habe. Aber erst wenn ich den Schleifpunkt habe, dann fährt das Auto los. Damit wirkst du nicht so schnell ab. Wenn man die Kupplung zu weit löst, geht der Motor aus. Er wirkt ab. Mit der Tastgeschwindigkeit können wir uns ganz langsam vorwärts bewegen. Und zwar suchen wir uns nur ganz wenig vom Schleifpunkt. So wenig, dass auf dem Tacho kaum was angezeigt wird. Doch der Wagen bewegt sich. Zentimeterweise können wir uns damit vortasten. Wenn die Kupplung wieder reindrücken, bleibt er wieder stehen. Suchen wir uns nochmal ganz wenig vom Schleifpunkt. Der Wagen bewegt sich ganz langsam. Ich drücke die Kupplung wieder rein und er bleibt stehen. Das brauchen wir überall da, wo es sehr unübersichtlich ist und wo wir uns ganz langsam reintasten müssen. Hi, da bin ich wieder. Ja, und was glaubst du, welche von den 3 Methoden ist die beste und sicherste anzufahren? Ach, richtig, die hier. Erstmal ein bisschen Gas geben und Schleifpunkt und dann fährt der Wagen los. Egal was für ein Auto fährst, ob Diesel oder Benziner, funktioniert immer. Wenn du in ein anderes Auto umsteigst, kann es sein, dass du dich ein bisschen an die Kupplung gewöhnen musst, weil der Schleifpunkt nicht immer an der gleichen Position sitzt. Okay, aber ein bisschen Gas dazu und Schleifpunkt finden, das kannst du auch gleichzeitig machen. Gas und Schleifpunkt und dann fährt der Wagen zügig los. Na dann, weiter geht's. Falls du ins Detail wissen willst, wie die Kupplung richtig funktioniert und wie das mit dem Getriebe und der Schaltung ist, dafür habe ich dir unten in der Beschreibung ein Video verlinkt. Darin wird die Kupplung ganz genau im Detail erklärt. Und somit kommen wir zum Thema Bremsen. Es gibt 3 Bremstechniken. Das progressive Bremsen, das degressive Bremsen und die Gefahrenbremsung. Hi, ich nochmal kurz. Also progressive Bremsen, degressive Bremsen, die Gefahrenbremsung. Alles wirst du irgendwann mal sehr wahrscheinlich gebrauchen. Und jetzt zeige ich dir, was die Unterschiede sind und wie es funktioniert. Okay, auf geht's. Das bedeutet, man fängt erstmal leicht an zu bremsen und bremst immer fester. Der Nachteil dabei ist, wenn man sich verschätzt hat, dann bleibt man nicht rechtzeitig stehen. Beim degressiven Bremsen bremst man zunächst etwas härter und dann immer weniger. So bremst man im Normalfall, wenn man zum Beispiel an einer Ampel stehen bleibt. Und kurz bevor man stehen bleibt, sollte man die Bremse ein wenig lösen. Dann ruckelt das Auto nicht mehr so. Wenn du auf der Bremse drauf bleibst, dann gibt es immer so einen kleinen Ruck zum Schluss. Und die Gefahrenbremsung, auch Bremsschlag genannt, ist eine Vollbremsung mit voller Kraft auf Kupplung und Bremsung gleichzeitig draufhauen, damit die größtmögliche Bremswirkung erzielt wird. Die Gefahrenbremsung, die erkläre ich euch später bei den Grundfahraufgaben. Wichtig ist es auch, dass man gezielt bremst, dass man genau da stehen bleibt, wo man stehen bleiben sollte. Hier zum Beispiel an der Haltelinie. Bitte nicht über die Haltelinie drüber fahren. Aber man sollte auch nicht zu früh stehen bleiben. Denn es gibt manchmal auch Kontaktschleifen vor der Haltelinie. Wenn da kein Fahrzeug drauf steht, dann kann es passieren, dass dir die Ampel gar nicht auf grün schaltet. Ja, siehst du, das sind die Kontaktschleifen, diese dünnen schwarzen Striche da auf dem Boden. Ne? Die erkennen, ob ein Fahrzeug da drauf steht oder nicht. Das Problem bei den Kontaktschleifen ist, wenn da ein kleines Fahrzeug draufsteht, wie zum Beispiel ein Fahrrad oder manchmal auch ein Motorrad, nur da drauf steht, da kann es Schwierigkeiten geben, dass das Fahrzeug nicht erkannt wird. Wenn der Motorradfahrer schlau ist und das Problem kennt, fährt er ein Stück vor und das Auto hinter ihm stellt sich auf die Kontaktschleife. Ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Alles klar, na dann, du weißt Bescheid. Also immer vorfahren bis zur Haltelinie.
Wenn man hinter einem Fahrzeug stehen bleibt, muss man ausreichend Sicherheitsabstand einhalten. Mindestens so viel Abstand, dass man den Stoßfänger vom Vordermann sieht. Es kann ja sein, dass der Vordermann aus Versehen ein Stück zurückfährt, weil er den falschen Gang einlegt. Oder es kommt ein Einsatzfahrzeug von hinten und wir müssen Platz schaffen. Deswegen müssen wir ausreichend Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten, auch wenn wir stehen. So wie in diesem Beispiel hier. Ich kann den Stoßfänger von dem Vordermann noch sehen. Das Anfahren und das Anhalten und das Bremsen und das gezielte Bremsen, das kann man alles wunderbar auf dem Parkplatz noch üben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Und das war die erste Fahrstunde. Und wir werden alle Fahrstunden durchnehmen. Deswegen nicht vergessen, hier abonnieren und Glocke betätigen. Und was wir heute alles schon durchgenommen haben, guck mal hier auf unserem Plan. Wir hatten die Besonderheiten beim Einsteigen und dann hatten wir die Einstellung vom Sitz, Kopfstütze, von dem Lenkrad, die Einstellung von Spiegeleinstellungen, ganz wichtig, Spiegel einstellen, damit du sicher deinen Fahrstreifenwechsel durchführen kannst und gut einparken kannst, damit du da aber auch was siehst. Und dann hatten wir das Cockpit kurz angesprochen, wir hatten die Zündung und das Anlassen. Du kennst den Unterschied? Machen Sie mal bitte die Zündung an. Du weißt Bescheid, egal was für einen Schlüssel du da hast, ne? Elektronisch oder der klassische Schlüssel, egal, du weißt Bescheid. Und wir hatten die Lenktechniken, das Lenken, die 2 Lenktechniken, du weißt, welche das sind. Dann hatten wir die Gangschaltung, ne? Das Schalten, blind schalten, nicht runtergucken, wie es funktioniert, auch bei Automatikgetriebe. Und hatten wir Anfahren, Anhalten und die 3 Bremstechniken. Wobei die Gefahrenbremsung, darauf werde ich in einem anderen Video nochmal drauf zurückkommen, weil das ist wichtig auch für die Prüfung. Du hast nämlich in der Grundfahraufgabe, bei der praktischen Prüfung, musst du auch eine Gefahrenbremsung machen. Das zeige ich dir auch nochmal. Ja, deswegen bleib dran. Und ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video. Tschüss!